Wir stehen im Thronsaal von Neu Serenade, oder wie auch immer dieser Ort ausgesprochen wird. Ich vergesse das immer jedes Mal. Dort vorne ist Konstantin. Man sieht auch, er ist jetzt der nächste Quest-Gesprächspartner. Und er läuft die ganze Zeit zwischen Fenster und seinem Thron hin und her. Und er ist sogar Gesprächspartner für die beiden Hauptquests, die aktuell da sind. Da werden wir mal zu ihm gehen und mit ihm sprechen. Hallo. Oh, wie sieht der denn aus? Nicht besser. Die Augen können fast Undertaker sein. Aber gut. Konstantin, my dear cousin. I'm always happy to see you. What news do you bring? So, wir sprechen erstmal über die Angriffe mit den auf die Verbündeten. Mal sehen, was dabei rauskommt. We managed to solve the problem of the attacks on San Mateus. Really? So, what was causing them? The city and its outposts were continuously being attacked by animals. These beasts were led by a large creature that strangely resembled a mountain guardian. This is the same creature which High King Vinbar turned into, isn't it? Exactly. Except it looked sick and it didn't act like the High King did. It was calling the animals around it, and it seemed like it was transferring its disease to them before making them attack. I have never seen anything like it. And there's more. Hikmet was in a similar situation. Do you remember? Of course. Don't tell me that a Guardian was involved there as well. Yes. The governor was convinced that the attacks were led by the islanders. And yet they were being attacked as well. And it was by their side that I fought the creature. That time it was a Nardai Glenderman, a beach guardian. But it seemed just as sick. And it was also manipulating the animals to make them aggressive. So, it would be some kind of epidemic affecting the Guardians. I don't see what we can do about it. Actually, I think you have already done what had to be done, by eliminating those that were threatening our neighbors. Perhaps. But I'm certain there's more to it than a simple epidemic. These beasts attack in a coordinated fashion, which requires an intelligence that they don't have. You're exaggerating, dear cousin. The attacks you thought were coordinated may just have been coincidental. You may be right, but I can't help thinking that someone is behind all this. Do you really believe that a Denegad would want to take over the island? Cousin, you know how much I respect you, but frankly, this doesn't seem very coherent. And we have other reasons to be preoccupied. Another epidemic, one that concerns us a lot more, remember? You should try to meet this Enon Milflicterman, who is so well protected. I have. It wasn't simple, but I finally managed to enter the sanctuary at the heart of the island. Really? You should have mentioned it earlier. The sanctuary is heavily protected. Only a High King can open it. I remember you saying that Vimbar's death wasn't going to help us. How did you fix this problem? I had to interfere in the natives' elections and earn the trust of the pretender who seemed to be the best choice. You really are an outstanding diplomat. My father is an old, bitter man, but he was right about you. Tell me, who did you choose? Dunkus. He's the king of the village of Vigyigador, and a Denegad full of wisdom. I'm certain that you have made the right choice. And then what did you do? I was able to enter the sanctuary. It was an incredible experience. It had to be. Oh, how I envy you. Entering the most secret places on this island, talking to a god. What does he look like? Is he some kind of very old and very powerful Donegad? No. In fact, I spoke to an extremely large tree, as strange as it may sound. Fascinating. And I thought that gods were always old bearded men. Did he tell you where the Malachor was coming from? Is it a curse that he cast upon the first settlers? No. According to him, we are responsible for the emergence of the Malachor. By exploiting the earth so much, we have poisoned it, and the disease has contaminated us through the water that we drink and the plants that we eat. Strange, and yet it seems plausible. So, there wouldn't be an antidote? He says that the earth can be healed, that his children know how to do it. I suppose he was talking about the Donegada. He also said that by healing the earth, we would heal those who live on it. This is a fascinating revelation. It won't be easy for our neighbors to accept it, however. I'm afraid that even my father might receive it with skepticism. Did he tell you anything else?
Sollte ich ihm die Sache erzählen? Oder sollte ich es verschweigen? Ich könnte jetzt einfach die Wahrheit sagen, aber dann weiß ich nicht, wie Konstantin jetzt darauf reagiert. Dieses Mal werde ich nicht den Weg der Wahrheit wählen, sondern ich werde es verschweigen. Weil bisher habe ich die Vermutung, dass das hier nicht gut enden wird mit ihm. Weil das ganze Gespräch jetzt eben war aus meiner Sicht etwas komisch. Der klang irgendwie... Also für mich klang das so ein bisschen wie, dass es schade war, dass die Angriffe nachgelassen haben. Ich kann mich täuschen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bei mir kam das so ein bisschen an, so die Art und Weise, wie der Konstantin gesprochen hat. Deswegen verschweige ich das jetzt mal. No, but it's true that the conversation ended abruptly. An intruder had managed to sneak into the sanctuary, and we had to flee to evade the wrath of its guardians. An intruder, you say? Then I guess this sanctuary isn't that heavily protected. Your work really is exemplary. The entire continent should be thanking you. But I see it's already quite late. If you'll excuse me, dear cousin. Regrettably, I must leave you. Where are you going? Not very far, rest assured. But I have a small personal matter to take care of, you see. Don't be concerned. There's absolutely no risk. Use the opportunity to take some rest. You've really performed miracles recently. See you later. But why would he leave like that? Guard, do you know where my cousin is going? Sorry, Your Excellency. His Highness didn't tell me anything. You are one of his bodyguards, aren't you? I am, Your Excellency. But recently it has been difficult to force His Highness to accept our presence. Recently? You mean this isn't the first time he's left without an escort? I'm sorry, Your Excellency, You better tell me everything. but Fine. I don't mean to be disrespectful towards him, but His Highness's behavior has been very peculiar recently. He sleeps very little and goes out alone almost every night. And it didn't occur to anyone that I should be informed. Well, His Highness had specifically ordered us not to tell you about it. And where does he go? I thought the days when he used to go from tavern to tavern were over. He doesn't go to taverns, Your Excellency. From what I know, he goes outside the city. Where could he go outside the city? I've no idea. We saw him going north. That's all I know. Also der Konstantin ist jetzt schon mehrfach aus der Stadt gegangen und das ohne seine Leibgarde. Mal sehen, ob er noch mehr sagen wird, wenn wir wieder etwas Charisma einsetzen. Listen, I understand this matter is putting you in a difficult situation. You were supposed to protect my cousin wherever he went, but he refused and ordered you to keep your mouth shut. But Constantine is not just my governor. He's my cousin. I'm worried about him. He's already been abducted once when leaving the city. So, if you know anything else... I don't really know where he's going, Your Excellency. But I think I know where you could find out. When he doesn't leave the palace, he stays in his office for hours. He writes so much down in there that he could fill entire books. Here, I have the key. Take it. I hope you find His Highness and manage to make him see reason. I don't like this at all. What could he be doing outside every night? Ever since he became Onol Manawi, he has become even stranger than he was before. I'm starting to believe that the revelations of Enon Miel Frichtemann had some truth to them. Let's rummage through his papers. We may find a clue. Genau, hinten, das ist sein Büro anscheinend. Der hat uns jetzt die Leibwache tatsächlich einfach so mal den Schlüssel hier gegeben. Okay. Warum nicht? Was haben wir denn hier? Ja, nur das eine. Okay.
Oh, das eine, was sehr viel ist, das ist mal ein dickes Buch. Und wenn er das wirklich alles selber geschrieben hat, erklärt, warum er viele Stunden hier drin verbringt. Seiten aus Konstantins Tagebuch. Dieses ganze Potenzial, dieses Gefühl der Macht. Ich fühle mich so lebendig. Meine Experimente waren erfolgreich. Kettesers Bindung hat mich geheilt, aber die ich selbst erzeugt habe, haben mich zu einem Gott gemacht. Bald wird die ganze Insel meinem Ruf folgen, solange ich nicht gestört werde. Eine kleine Gruppe von vertriebenen Eingeborenen hat mich neulich Abend in Quenwa gesehen. Wenn sie mich verraten, können sie meinen ganzen Plan ruinieren. Ich kann dieses Risiko nicht eingehen. Ich muss sie loswerden. Quenwa. Genau, Quenwa. Wir sollten also jetzt, denke ich mal, schnellstmöglich nach Quenwa reisen. Denn wenn er sie loswerden will... welche Möglichkeiten hat er? Er wird denen ja wohl keine kostenlosen Reisetickets ausstellen, dass die irgendwie mal in den Urlaub fahren. Das glaube ich eher nicht. Deswegen mal schnell dorthin. Quenwa, hier ist Quenwa, die großen Bäume, Heimatlager der Eingeborenen. Hier geht's direkt weiter. Überlegen wir nochmal kurz. Yora bleibt und... Ach, wir lassen noch Afra. Ich bleib in weiblicher Begleitung. Ja. Easy to discover that your cousin has descended into madness. But we can't let him kill these people simply because he's afraid they might have seen him. Da hat sie recht. Nur mal kurz schauen, wo das Dorf ist. Direkt fragt die Vertriebenen Eingeborenen. Achso, die Vertriebenen sollen wir jetzt fragen. Okay, dann fragen wir die mal. Dann müssen wir uns beeilen, weil die werden gerade angegriffen. Gut, der lebt noch. Kann jetzt hier weitermachen. Da bin ich ausgewichen. Es reicht ja, wenn einer den überlebt. Der ist weg. Und hier hinten haben wir noch einen. Ja, wechsel das ab. Jetzt schießen wir noch ein bisschen. May the trees on your road always bear fruit. Thanks. You saved us. These beasts would have torn us to shreds. These animals were strange, as if they were enraged. Thanks again, Renaigse. I'm glad I could help you. And perhaps you can do me a favor in return. I'm looking for a young man, a Renaigse, but he looks a bit like an Onol Manawi. Someone like you? In some ways. But his marks are different, darker. He's talking about the crazy Donegad. Indeed, that might be him. Do you know where to find him? No, we see him passing by around nightfall, but we don't know where he's going. He walks along the path, often followed by some beasts. He has a sinister look in his eyes. He scares me. So we stay hidden. And you do well to hide. I think he's the one who sent these animals to attack you. Do you have any idea how I could figure out where he's going? He could hide in the old house. He would see him passing by, then could follow, couldn't he? You're right. If you take this path to the right, you'll reach an abandoned house. You can hide there. And from up there, you will be able to see the path perfectly. Thank you. You've been a great help. And stay hidden. You may still be in danger. Be prudent, Onol Manawi. I'll leave you alone. Qua awalem seg. Da sind wir ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Und die haben Konstantin gesehen, als er mit Bestien durch die Gegend gelaufen ist. Langsam nimmt die ganze Story eine Wendung, die ich so nicht erwartet habe. Die mir ehrlich gesagt auch nicht gefällt. Aber das ist so bei solchen Storys.
man kann das, also das kann ich wirklich nicht beeinflussen. Ich glaube, jede Entscheidung, die ich vorher getroffen habe, selbst wenn ich die anders getroffen hätte, hätte diese Story nicht in dem Maße noch geändert. Also, auf jeden Fall soll ich jetzt hier hinten rechts lang gehen und kann ich mich hier oben verstecken. Okay, dann gehen wir mal hier hinter. Und dann verstecken wir uns mal. Und dann werden wir sehen, ob Konstantin auftaucht. Ich glaube, hier oben war ich auch schon mal, um zu gucken, was hier ist. Und dann war hier nichts und dann bin ich wieder zurück. We can't be seen from the path. Let's wait here to see where Constantine goes. Look, he's coming. Da muss ich noch folgen. Da muss ich doch erstmal hier unten rum, oder? Und sag mir jetzt nicht, ich bin zu weit weg. Der ist hier hintergelaufen. Genau, von da oben habe ich geguckt. Und jetzt klettern wir einfach. Na gut, jetzt haben wir keine Chance. Wir müssen hier kämpfen. Gehen wir also wieder ein Stück weg, damit auch das mit der Distanz funktioniert. Ein Wegenstück weg. Da ist ja noch einer. So, den haben wir. Der hätte mich jetzt gerne. Der ist auch weg. Jetzt haben wir nur noch den einen hier. Gut, das war's. Jetzt sollen wir ihm folgen. Okay, dann gehen wir mal hinterher. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Genau, hier oben waren wir auch schon. Dann kamen wir aus der Richtung. Genau, hier unten, das ist der Weg, der bisher zu war. Und der ist jetzt offen. Dann hat er jetzt diesen Durchgang geöffnet. Dann muss er schon eine gewisse Macht haben. Vorne ist er. Oder soll ich jetzt erstmal Bus in diese Richtung gehen? So, war hier dieser Menemen, war das nicht hier? Ich glaube, dass das hier war. Da ist Konstantin, der den Menemen aufgesucht hat. Warum macht er das? Constantine, what are you doing? Cousin! You're here! I would have preferred that you learn all of this another way. To be able to reveal everything to you in better circumstances. But whatever power we earn, there are some things that escape us. I have no idea what you're talking about, but what are you doing here? I seem monstrous to you. I am well aware of that. But I promise to explain everything when the moment is right. Then you will understand. You will see. The temptation is so great to share all with you right now. You have done so much for me. You have given me so much. I haven't forgotten, believe me. But I still have more to do. Forgive me and have patience. Hold them back.
But do not kill him for anything in the world. Da schüttelt er mit dem Kopf. Constantine, come back and explain yourself. Noch so ein Verdorbener. Okay. Strong man. It's the only explanation. So. Sollten wir immer ein bisschen auf Distanz gehen, weil denn seine Waffe hat doch eine gewisse Länge. Eine verdammt lange Waffe. Aber jetzt hat er schon mal zumindest keine Rüstung mehr. Das ist ja schon mal praktisch. So, und dann also der Magietrank. Aber er will auch immer nur auf mich. Das hilft mir natürlich dahingehend, dass die anderen beiden die ganze Zeit noch leben. Da habe ich schön erwischt. Nee, falsche Richtung. Nicht nach links schießen. In die Richtung muss ich schießen. Ich weiche erstmal aus. Bin zu weit weg. Jetzt bin ich hier nahe noch dran. Aber es ist der Stein im Weg. Ja, die so verdorben haben wirklich jede Menge Leben. Also. Ah, hat er voll den Stein erwischt. Bisher scheint er mir etwas leichter zu sein als der Nadeigen-Menemen. Aber kriegen wir da jetzt nach und nach die ganzen Wächter nochmal als verdorbene Versionen ab? Das wäre natürlich schon heftig. Komm jetzt aber her. Viel hat er nicht mehr. Das war knapp. Flesh of my earth, help me. You saw him do it, didn't you? You saw him draw from me, steal my children, my guardians, pervert my force. Yes, but I don't understand. What he wants, eternity, strength, power. It is what they all want. Those who take without looking beyond themselves. Like all those from the faraway lands. He wasn't like that. He couldn't care less about all that. Then it is the sickness, the brevity of his existence that terrified him to the point it changed who he is. You must stop him. Each time that he bonds, he destroys me a little more. And with me, the hope for a cure. And now it's my heart, my most sacred sanctuary that he covets. You must kill him. It is madness. The consequence of his folly, yes. Believe me, there is no other solution. Stop
flesh of my earth, or there will be nothing left to save. I still can't believe this. I understand what you feel. I have trouble believing it myself, but Enon Milfrechtaman never lies. We need to stop your cousin by any means possible. We must learn more if we want to understand his plans and prepare against them. This hiding place he was talking about in his notes. We must find it. Your cousin's insane, but he's not an idiot. He must have warned his personal guard about us. You're right. We'll need to be careful. Being careful will not be enough. We'll need an army. It's true that at the rate he's gathering his creatures, we'll need allies. The natives will likely help us, and the Admiral may listen too. We should also be able to count on Sieglinde. Her troops will be all the more welcome. And of course, we can also go and find the Mother Cardinal, as well as Governor Buren. What an absurd project. On the continent, they would brand us crazy, but not here. On an island where everything is possible, and all folly is accepted. Let us go. We need to put an end to all of this. Toll, jetzt bin ich gegenüber der Händlerkongregation feindlich. Aber kein Wunder, meine Aufgabe ist es jetzt ja, Konstantin zu töten. Und dazu soll ich eine Allianz bilden. Also ich soll alle möglichen befragen und überzeugen, nicht befragen, überzeugen, dem Ganzen beizutreten. Da könnte es vorteilhaft sein, dass ich mit vielen ja freundschaftliches Verhältnis habe. Gut, da hinten ist das Lager. Oh, das war ein Stilett. Ein Stilett. Das hier ist Stilett des Fechters. Braucht nur Beweglichkeit 5. Naja. Das ist dann nicht so in meiner Stärke. Hier, da will ich hin. Genau, jetzt soll man hier in die verschiedensten Richtungen gehen. Das Versteck finden wir ja noch nicht. Daher gehen wir jetzt einmal weiter zum Lager. Und es geht jetzt darum zu reisen. Hikmet. Hier haben wir die Eingeborenen. Hier ist San Matthäus. Hier wären die Nauten und die Groschengarde und auch Konstantins Versteck. Daher werde ich auch hier diesen Weg als letztes aufsuchen. Ich werde zunächst nach San Matthäus reisen. Genau. Besardis Wohnsitz. Und da werden wir erstmal hier anfangen, das Ganze zu machen. Ich hoffe mal, es passiert jetzt nicht noch irgendwas unterwegs, sondern dass wir jetzt schnell mal mit denen noch reden können. In der Hoffnung, dass die uns auch helfen jetzt. Aber das, was ich alles für die ganzen Damen und Herren getan habe, wäre das doch jetzt schon eigentlich in ihrer Pflicht, mir zu helfen. Meiner Meinung nach. Aber gut, wenn man jetzt mal die Brückenallianz nimmt, der Bohan weiß ja gar nicht so genau, was seine ganzen Leute gemacht haben. Und aus meiner Sicht ist er mir da ständig in den Rücken gefallen. Ja, wenn er mir nicht hilft, dann ist das so. Lässt sich nicht ändern. Aber die Gouverneurin hier, die war mir ja dementsprechend doch gut gesinnt. Und daher werde ich sie auch als erstes versuchen zu überzeugen, dem Ganzen beizutreten. Und dann mal sehen, ob ich es schaffe, sie zu überzeugen. Das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Also sind wieder einige Dinge ans Licht gekommen. Der Konstantin ist zu einem verrückten Donegat geworden, wo selbst die verstoßenen oder vertriebenen Ureinwohner, Eingeborenen auf den ersten Blick nicht erkannt haben, dass das ein Reneixe ist. Der sah für die eher wie ein wahnsinniger Donegat aus. Und jetzt beim letzten, wenn man das so ein bisschen erkannt hat, also entweder er hat wirklich eine verdammt starke Rüstung jetzt angezogen, als er raus ist,
Oder diese ganze Macht hat ihm auch einen stärkeren Körper gegeben. Das konnte ich jetzt nicht so genau sehen. Ich weiß nicht, was ihr da gesehen habt. Könnt gerne nochmal zurückspulen. Schreibt in die Kommentare, was ihr da gesehen habt. Stärkerer Körperbau oder doch nur Rüstung. Ich bin gespannt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.